Hey, heute geht es um den Glauben. Der Glaube bewegt, den Glauben instrumentalisieren. Ich mache das jetzt zum, ich glaube, fünften oder sechsten Mal. Das bricht hier immer ab. Aber ich habe so viel Glauben, dass ich das jetzt nochmal mache und ich werde es mal beobachten, ob es wieder abbricht. Den Glauben instrumentalisieren. Das bedeutet, ich rede jetzt über den Glauben im religiösen Sinn. Der Glaube im materialistischen Sinn ist natürlich diskreditiert. Im Materialismus sieht ja alles so aus, als sei nur der Materialismus gültig und alles andere sei Blödsinn. Der Materialismus geht ja davon aus, dass seine eigene Logik die einzige Logik ist, die es geben kann, auch wenn sie alle paar Jahre selbst über den Haufen geworfen wird, sodass man jetzt schon sagen kann, dass die Logik des Jetzt in wenigen Jahren überholt sein wird. Und trotzdem wird man immer denken, die Logik des Materialismus sei untrüglich, es sei die einzige, die es gibt und so weiter. Auf diese Art und Weise kann man natürlich nicht sehen, wie die Dinge wirklich ins Entstehen kommen. Und ich sage, es ist der Glaube. Der Glaube, dass die Dinge da sind, der Glaube, das Wissen, dass die Dinge da sind, einer Art Logik, welcher Art auch immer. Der Materialismus lässt es ja erscheinen, als sei die Welt nur auf eine Art erklärbar und er habe diese Erklärung da und parat. Es ist der Glaube letzten Endes an die Materie, die in einem Außen existieren soll und in sich beschränkt ist, in ihren Möglichkeiten. Das ist der Glaube des Materialismus. Und der Materialismus, der hat natürlich diese untrügliche Logik. Und ich will zu dieser Logik bloß an dieser Stelle bloß eins sagen, es soll ja heute eigentlich darum gehen, den Glauben zu instrumentalisieren. Der Glaube des Materialismus an die Materie, der hat natürlich seinen Endpunkt in der Logik immer in der Materie. Und die Materie selber ist ja nicht weiter begründet, sondern sie ist einfach da aus einem Grund, den wir letztendlich nicht kennen. Es gibt da diesen Erklärungsversuch namens Urknall, der sich aus meiner Sicht wie Bullshit anhört. Ein lautloser Knall vor 15 Milliarden Jahren, der in einem Nicht-Raum, Nicht-Zeit, Nicht-Materie gefüllten Etwas stattfindet und dann all dies erst zum Vorschein bringt. Das ist mir keine Erklärung, sondern das ist einfach, ja, wie soll man sagen? Also ich weiß nicht, das sagt mir nicht viel. Und dem gegenüber steht ja das, was der Materialismus, im Materialismus immer diskreditiert. Gott habe die Welt erschaffen mit den Worten zum Beispiel, es werde Licht und es ward Licht, sozusagen. Man könnte auch sagen, ganz ohne Kausalkette, ganz ohne Grund, einfach so, was für mich nicht direkt unsympathisch erscheint. Ähm, Und als es werde Licht sagt es mir direkt auch etwas, denn in dem Spiritualismus, den ich ja hier immer predige, geht es ja darum, dass das Universum tatsächlich nicht aus Materie besteht, sondern aus Informationen. Und eine Information ist ja, stelle ich mir so vor, dass es ein Datenpunkt ist, der auf andere Datenpunkte bezogen ist. Es muss auf andere Datenpunkte bezogen sein, denn sonst wird kein schlüssiges Konzept daraus, keine Information. Ein Datenpunkt so für sich genommen hätte keine aussagekräftige Information in sich. Warum muss eine, ein Datenpunkt auf andere Datenpunkte, die bezogen sein, und warum gibt es da eine Wechselwirkung? Weil wenn man diese Existenz einer äußerlichen, absoluten Existenz ablehnt, wenn man also sagt, die Materie gibt es nicht, dann entfällt dieses Absolute. Das Absolute, woher die Information kommen soll. Die Information war vorher dort, jetzt ist sie hier bei mir, sondern es sieht eher so aus, als sei alles relativ. Jede Information ist relativ zu einer anderen. Und das wiederum führt dann dazu, dass man sagt, aus spiritualistischer Sicht muss das Bewusstsein so sein, dass es Bilder erzeugt. Es kann alle Bilder erzeugen, es kann alle Bewusstseinszustände herbeiführen, es kann eine materialistisch gedachte Welt ebenso herbeiführen wie eine spiritualistisch gedachte Welt, wie auch möglicherweise eine Welt, die ganz ohne Philosophie auskommt und oder noch eine Welt, die aus ganz anderen Philosophien besteht und ganz anderer Logik, die wir uns nicht vorstellen können. Jedenfalls ist der
Spiritualismus dem Glauben sehr viel näher als der Materialismus. Und der Spiritualismus sieht es so, dass das ganze Wissen des Materialismus ebenso ein Glaube ist. Es sei etwas da. Nun hatte ich mit einer Christin gesprochen und hatte sie mal gefragt, was denn der springende Punkt in ihrer Religion ist, eine Katholikin. Und sie sagte mir, es ginge um den Zusammenhalt in der Gemeinde, ihrer Gemeinde, einer bayerischen Gemeinde. Und ich sagte, wo ist denn der ursprüngliche irrationale Glaube geblieben, um den es bei der Religion eigentlich geht und der eigentlich die Kraft und Macht jeder Religion ausmacht? Der eigentliche Glaube. Und es schien mir so, als ob er zumindest in dieser Frau nicht vorhanden ist, in dem Sinn, im eigentlichen Sinn, sondern als ob man heute davon ausgehen würde, die Religion müsse quasi so gut begründbar sein wie der materialistische Glaube und er müsse sich um etwas anderes drehen als diese Irrationalität. Das ist aber aus meiner Sicht nicht so. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz darauf kommen, was man denn eigentlich nun machen muss, um den wahren Glauben zu erlangen. Ich nenne es den wahren Glauben, ganz ähnlich wie früher religiöse Leute ihren Glauben bezeichnet haben, den wahren, kraftvollen Glauben, bei dem es um etwas geht, der sich um ein Zentrum dreht, und zwar in dem Fall um Gott, und der zu allen möglichen Weiterungen führte im Mittelalter dazu, dass man riesige Kathedralen errichtet hat, die im Grunde gar nicht erklärlich sind, wenn man nicht versteht, dass der Glaube damals wirklich Macht hatte und Kraft. Und es geht also darum, dass man zunächst mal zur Kenntnis nimmt, der Glaube, um den es hier geht, das ist ein Wissen. Es ist also nichts Nicht-Wissendes. Es geht dann auch nicht es geht auch nicht darum, sich den Glauben rational herbeizureden, sondern es geht darum, ihn einfach entstehen zu lassen, indem man Dinge immer wieder tut. Und es geht in diesem Zusammenhang auch darum, dass man versteht, dass also Denken und Tun im Grunde dasselbe sind. Es ist ja beides Geist, laut Spiritualismus, alles ist Geist. Auch das Tun ist Geist. Und Denken und Tun in Übereinstimmung zu bringen, wäre also die Aufgabe, um zu dokumentieren, dass man den wahren Glauben hat und um den wahren Glauben zu leben, muss man auch wieder beides in Übereinstimmung bringen. Man kann also nicht sagen, ich habe den wahren Glauben, man tut aber nicht das, was dem Glauben entsprechen würde, sondern beides in Übereinstimmung zu bringen, ist es, worum es geht. Ich will mal als Beispiel sagen, wenn man zum Beispiel an Gott glauben will, dann wird man beten zu Gott, man wird beten, lieber Gott, schenke mir den Glauben. Und umgekehrt, wenn man also den Glauben erlangt hat an Gott, dann wird man auch wieder beten und man wird zu seinem Gott beten und sagen, lieber Gott, ich bitte dich, dies und jenes für mich wahr werden zu lassen. In der Bibel gibt es auch so eine Stelle in der Bergpredigt, wo Jesus gefragt wird, woran soll denn der Normalmensch erkennen, dass Gottes Reich gekommen ist, weil Jesus immer davon gesprochen hat, Gottes Reich wird kommen und dergleichen. Und Jesus sagte, wenn ihr wisst, dass es da ist, dann wird das Reich Gottes gekommen sein. Und also ihr seht, dass auch hier wieder es eine Gleichheit gibt zwischen Wissen und Glauben. Der Glaube ist ein Wissen. Wenn du weißt, dass es Gott gibt und wenn du weißt, dass er lebt, dann hast du den Glauben erlangt. Oder ich will noch ein anderes Beispiel sagen, wenn du zum Beispiel glaubst oder glauben möchtest, dass du fit sein kannst. Was wirst du also tun? Du wirst, statt im Sessel zu sitzen, wirst du zum Fitnessstudio gehen und wirst dort trainieren. Und mit deinem Trainieren, ob du nun zu Anfang ein wahrer Gläubiger bist oder nicht, wirst du auf jeden Fall den Glauben erlangen. Und du wirst, wenn du den Glauben hast, mit noch größerer Überzeugung dorthin gehen und wirst weiter trainieren.
Denn du siehst, dass dein Glaube Kraft hat, während du andererseits siehst, dass der zerfahrene Glaube anderer, die sagen, sie gehen mal hin und dann sind sie total erledigt und dann bleiben sie wieder 2 Wochen weg und dann gehen sie vielleicht wieder hin. Das ist nicht der wahre Glaube, sondern der wahre Glaube lebt davon, dass Denken und Tun in Übereinstimmung gebracht wird und dass, wie das Beispiel jetzt auch zeigt, man diese Dinge immer und immer wieder tut und darin mit der Zeit besser wird. Denn nur wenn man die Dinge wirklich oft und häufig tut, hat man die Chance, darin wirklich gut zu werden. Und wenn du zu Anfang zum Beispiel zum Fitnesscenter vielleicht gegangen bist und hast dir noch alles aufgeschrieben und hast gewusst, du willst diese oder jene Sache machen und dann irgendwann weißt du einfach, du kennst die Geräte, du kennst, was du da drauflegen willst, du kennst die Wiederholungen und so weiter. Du gehst einfach hin, machst es wird dann noch leichter und leichter und du weißt dann auch, dass du dieses Prinzip des Glaubens auf alle möglichen anderen Dinge übertragen kannst und dass das immer funktioniert, wenn du das so angehst. Es geht, wenn man den wahren Glauben erlangen will, auch darum, sich die Gedanken nicht zerschießen zu lassen, wie ich das nenne. Dass man also irgendwie verwirrt wird durch Hin und Her, Fluktuieren von Gedanke zu Gedanke, sondern dass man bei einer bestimmten Glaubensrichtung bleibt, diese lebt und dann darin auch besser werden kann. Während wenn du zum Beispiel zu viele Ziele hast und versuchst, 10 Dinge in deinem Leben zugleich in Ordnung zu bringen, das ist möglicherweise zu viel, sondern du musst dich konzentrieren auf verschiedene, also auf 2, 3 Sachen vielleicht und diese versuchen so gut wie möglich zu machen. Und das ist eine Fokussierung und eine Konzentration, die unbedingt nötig ist im Glauben. Früher hat man sich in Klöster eingeschlossen für Jahre, um diese Konzentration zu haben, um nicht anderen Einflüssen zu unterliegen und die Leuten, die dann sagen, ja, das ist doch Quatsch, mach es lieber so. Und dann kommt noch jemand, der dir sagt, ja, das ist schön, aber noch effektiver wäre es anders. Es ist wichtig, dass wenn man eine bestimmte Richtung eingeschlagen hat, diese dann auch beizubehalten und darin besser zu werden. Man kann sicherlich die Richtung ein wenig variieren. Es hat aber wenig Sinn, wenn man dauernd die Richtung wechselt. Stell dir das vor, wie bei einer Wanderung. Du willst eigentlich, du hast dir aus dem Rund von 360 Grad, hast du dir irgendein Ziel ausgewählt und sagst, du willst dorthin wandern, weil es erscheint dir attraktiv. Da sind blaue Berge oder da ist ein schöner Kirchturm und du wanderst darauf zu und dann plötzlich kommt dir in den Sinn hoch. Auf der anderen Seite lag ja auch noch ein schönes Ziel und du kehrst um und machst dann wieder das. Es geht tatsächlich um den Glauben. Es geht nicht darum, jeder denkbaren, wie sagt man im Materialismus so schön, Logik zu folgen oder Kausalität. Denn da gibt es 1000 Worte und 1000 verschiedene mögliche Kausalketten. Aber wenn du mal eine bestimmte Glaubensrichtung anfängst und siehst vielleicht sogar schon erste Erfolge, dann lass dich nicht verunsichern von irgendwelchen Informationen. Es ist ja heutzutage so, dass du Informationen vorne und hinten reingestopft bekommst. Und bloß wenn du mal durch die U-Bahn gehst, dann sind da schon wieder so und so viele Bildschirme, die dir dieses und jenes suggerieren wollen. Oder du hast 1000 gute Freunde, die das, was du sagst, gerade in dem Moment anerkennen und im nächsten sagen sie dir, ja, aber mach's doch anders. Und da sage ich, da scheiden sich dann die Geister. Da heißt es dann irgendwo Kurs halten. Geht natürlich auch darum, dass man sich die richtigen Leute sucht, die dich unterstützen in deinem Kurs und dir nicht noch davon abraten. Und das ist immer sehr wichtig. Du musst, wenn du dich so fokussieren willst, auch lernen, Wichtiges von Dringendem zu unterscheiden. Wenn du zum Beispiel dir diese 2, 3 Ziele setzt, dass du bei diesem Wichtigen bleibst. Das ist das Wichtige. Und du kannst dieses Wichtige nicht erreichen, wenn du nicht
es regelmäßig tust und wenn du davon abweichst. Deshalb ist es so wichtig, diese Dinge zu tun und sich nicht ablenken zu lassen von Dringendem. Gibt es immer viele Sachen, die ganz dringend erscheinen, wenn der Postbote klingelt oder wenn ein Formular auszufüllen ist oder dies oder jenes. Aber das alles sollte nicht dazu führen, dass du die wichtigen Sachen in deinem Leben schleifen lässt. Die wichtigen Sachen scheinen manchmal so, als würde es keine Rolle spielen, als ob du sie tust oder nicht. Aber sie zu tun ist trotzdem besonders wichtig, denn du enttäuschst dich ja auch selber, wenn du sie nicht tust und du weißt ganz genau, dass sie wichtig sind. Und du kannst auch zu nichts kommen, wenn du sie nur sporadisch tust oder nur lustlos oder nicht mit dem wahren Glauben ausgestattet. Und damit bin ich im Prinzip am Ende. Hier steht noch, wieder und wieder die Dinge tun, an die man glaubt. Ich würde sagen, das hatte ich eigentlich schon. Es kommt darauf an, dass man diesen Glauben verfolgt und auch nicht so ohne weiteres fallen lässt. Und dann wirst du, ob du nun besonders begabt bist oder nicht, du wirst einfach besser in diesen Dingen. Und du wirst es zu einer gewissen Meisterschaft bringen, wenn du diese Dinge, die dir am Herzen liegen, tust. Immer wieder tust. Und dich nicht ablenken lässt von Dingen, wo andere sagen, das ist aber auch wichtig. Wie gesagt, Wichtiges von Dringendem unterscheiden. Ich will damit erstmal schließen. Danke euch für euer Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.